Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es eine Runde Shakes and Fidget. Heute befinden wir uns auf EU6, denn auf dem Server ist was passiert, was auf jeden Fall wert ist zu berichten. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal auf dem Server hier vorbeischaue. Ich habe den Account leider nicht lange halten können. Ich hatte auch der Gilde schon geschrieben gehabt, dass ich mich hier verabschiede. Und ja, also ich habe hier nicht lange durchgehalten auf EU6, sage ich mal so. Ne? Wollte hier aber auch nur wirklich so ein bisschen zum Vorbeischauen auf den Server mal reinschauen. Ja, wir haben hier fast 50.000 Spieler, die hier registriert sind. Was aber ganz interessant ist, ist die Tatsache, dass wir hier einen neuen Rekordhalter ja, herauskristallisiert haben, der sich hier bewiesen hat und mit dem Demon Hunter neue Rekorde aufgestellt hat. Und zwar ist das der Spadedix Puroryk. Ja, stattlicher Name würde ich mal auf jeden Fall behaupten. Und der gute Kollege hat auf jeden Fall den Stufe 300 Demon Hunter Rekord geknackt. Und ich habe hier mal die Liste offen. Er hat es sogar am 10. Tag geschafft, wo auch der Marksman den Stufe 300 Rekord aufgestellt hat, damals noch mit dem Berserker. Ich weiß nicht ganz, wonach das geht, uhrzeittechnisch oder so, ja, dass das nicht für die schnellste Klasse oder für das schnellste Level für jede Klasse gereicht hat. Ich weiß nicht, ob da auch die Uhrzeit, die Tagesuhrzeit getrackt wird oder so, damals von Marksman und jetzt hier von eben dem Spadedix. Ja, also am selben Tag haben sie hier beide Stufe 300 erreicht. Der eine mit dem Berserker und der andere mit dem Demon Hunter. Und das ist auf jeden Fall schon eine sehr, sehr ordentliche Leistung, würde ich mal sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass nochmal ja, jemand so knapp an den Rekord rankommt. Aber ihr seht ja, es gibt immer ein paar Leute, die komplett am Rad drehen, was das Ganze hier angeht. Und es ist auf jeden Fall ja, schön zu sehen. Herzlichen Glückwunsch an den Kollegen hier mit seinem starken Demon Hunter, den er hier spielt auf EU6. Dazu kommt noch, dass der gute Kollege hier auch noch ja, weitere Rekorde aufgestellt hat. Und zwar ja, Jack the Hammer hat er in 8 Tagen einfach mal so besiegt. Ja, und den zweiten Rekord aufgestellt, die Hall of Knights in 9 Tagen ausgebaut zu haben, gehe ich mal von aus, soll das hier darstellen, der Rekord. Und ja, eben der dritte hier in 10 Tagen, innerhalb von 10 Tagen Stufe 300 erreichen. Da gehört auf jeden Fall erstmal einiges an Moneten dazu, das ist klar. Aber wir haben ja auch gesehen anhand der letzten Rekordjagden, man muss sich auch wirklich eingiebig mit dem Spiel beschäftigt haben, um hier nichts irgendwie großartig falsch zu machen. Es ist nicht nur stumpfes Durchentern, es ist eine Mischung zwischen Know-how und halt auch dem nötigen Kleingeld, was man halt eben ja, für solche Rekorde benötigt. Also es ist so ein bisschen eine Mischung aus beiden, was es denn hier eben möglich macht, am Ende die letzten Prozente rauszukitzeln. Ich hätte es sehr krass gefunden, wenn er das in 9 Tagen geschafft hätte. Also das hat ja bisher noch keiner geschafft, in unter 10 Tage Stufe 300 zu erreichen. Ich weiß nicht, vielleicht werden wir das nochmal unter irgendwelchen anderen Bedingungen nochmal sehen. Aber momentan ist es halt eben nicht so. Jetzt geben sich halt eben der Spadedix und Marksman an Tag 10 die Hand mit dem Level 300 Rekord. Ne? Ich denke mal, hätte damals der Melendez anstatt einen Warrior den Berserker genommen, dann wäre es sicherlich möglich gewesen, unter seinen Umständen, weil er ja deutlich bessere Umstände gehabt hatte als die anderen, er halt aber eben den Warrior genommen hat und halt eben nicht eine Dungeon-Push-Klasse, wäre es wahrscheinlich zu seinen Möglichkeiten oder Umständen möglich gewesen, das in 9 oder 8 Tagen zu schaffen. Damals noch mit dem Berserker und den unendlichen Kombinationen, die er raushauen konnte. Denke ich mal, wäre machbar. Ich hatte ja Melendez damals auch im Interview gehabt hier auf dem Kanal. Hat er auch selbst gesagt, das wäre, denke ich mal, machbar gewesen, das unter 10 Tage zu schaffen. Aber so ist es halt eben jetzt noch nicht gekommen. Jetzt haben wir halt eben diese Rekordliste hier. Hier sind halt alle Rekorde so aufgelistet. Hier haben wir zum Beispiel auch den Level 400 Rekord in 109 Tagen mit
jeder Klasse und hier sind halt eben darunter die Klassen aufgelistet, welche am schnellsten in ihrer eigenen Kategorie gewesen sind. Ne? Und wir haben hier sogar auch noch den Stufe 500 Rekord, also sowas wird auch getrackt. Ne? Also hier wird alles Interessante so festgehalten, was eben nennenswert ist. Hier haben wir zum Beispiel hier die Nighthall 15. Ne? Das ist das wahrscheinlich, was sich der gute Kollege hier in in seine Charakterbeschreibung gepackt hat. Ne? Mal schauen, ob hier auch noch weitere Rekorde geschlagen werden. Ne? Hier sehen wir auch Jack the Hammerer. Also der Rekord wird halt festgehalten, weil der Jack oder halt auf Deutsch Jan der Hammerer war damals der letzte Endboss gewesen oder der letzte Dungeon-Boss gewesen, den Shakes and Fidget hatte, weil es damals noch nicht so viele Dungeons gab und da war halt Jan, ich glaube, so war es gewesen. Da hatte ich noch nicht gespielt gehabt zu der Zeit, da war Jan halt eben das Ultimo und deswegen nimmt man hier auch noch die Rekorde auf von den Leuten, beziehungsweise wird halt eben sowas hier auch festgehalten. Ne? Und hier haben wir noch alle anderen Rekorde, die hier noch irgendwie nennenswert sind. Ne? Und ja, das war es mit der Liste hier soweit. Also wir werden mal schauen. EU6 vielleicht doch ein bisschen interessanter, als ich anfangs gedacht hätte. Mal schauen. Ich hätte nicht gedacht, dass auf dem Server hier Rekorde gebrochen werden, weil der Server so ein bisschen für mich unterm Radar war. Und weil es halt eben, also viele haben auf EU5 gegeiert, jetzt warten viele auf EU10 und die Server dazwischen sind meistens immer so eine Fill-Server, ne, wo halt nicht viel drauf passiert, aber umso cooler auf jeden Fall, dass halt hier eben auch einfach mal so Rekorde gebrochen werden. Sehr interessant und wir schauen mal, ob dann auch der Spadedix die nächsten Tage noch mehr Rekorde einstellen wird. Ich bin sehr gespannt und mal gucken, ob wir es eines Tages nochmal erleben, unter 10 Tage Stufe 300. Es wird immer krasser auf jeden Fall. Ne? Und unter den richtigen Bedingungen könnte es gut sein, dass dies auch eventuell möglich ist. Eventuell zum Black Friday, weil man da halt eben relativ früh die schwarzen Steine finden kann und das gibt immer einen extremen Boost in Kombination mit einer guten Ritterhalle, also halt eben auch einer sehr guten Gilde, die das Ganze auch supportet, ist es möglich, eventuell den Rekord einzustellen von 10 Tagen. Ich denke mal, zum Black Friday werden wir da mal zu dem, falls da ein Server kommen sollte, das wissen wir noch nicht, aber ich denke mal schon, irgendwo so in den Dreh wird es dann Serverstart geben und da werden wir mal schauen, ob eventuell dort auch weitere Rekorde gebrochen werden. Ne, ich habe da so ein Gefühl, das könnte auf jeden Fall knallen, aber mal schauen. Also ja, krass, hätte ich nicht gedacht. Ne? Aber so ist das. Stufe 300 Rekord. Einfach mal so. Also ich weiß wirklich nicht ganz genau, ob die Zeit auch noch getrackt wird. Ne? Wann jemand das erreicht hat, weil im Prinzip ist er halt jetzt am 10. Tag mit Marksman auf einer Stufe sozusagen, also wären beide Platz 1. Also gehe ich mal von aus, dass die Zeit auch noch getrackt wird, wann, wie, wer, wo Stufe 300 erreicht hat oder so. Ne? Aber im Prinzip haben es beide in 10 Tagen erreicht und das ist schon sehr krass. Ja, ansonsten haben wir hier überwiegend Dämonenjäger in der Rangliste. Wir hatten ja letztes Mal das Klassenvideo gemacht und Dämonenjäger halt einer der stärksten, beziehungsweise im Moment die stärkste Klasse, die man so nehmen kann. Das zeigt sich hier auch ganz gut in der Ehrenhalle, die überwiegend dominiert ist durch Dämonenjäger bzw. Geschickklassen. Mit dem Kundschafter sehen wir hier halt eben auch noch, dass der gut vertreten ist, aber auch 1, 2 Magier tatsächlich, was ich auch sehr sympathisch finde hier. Magier an die Macht auf jeden Fall, aber ansonsten halt eben, sind die Geschickklassen schon momentan ziemlich im Trend und das hatten wir ja auch letztes Mal in unserem Ranking PvP Beste Klasse Video gehabt und das schlägt sich auf jeden Fall auch nieder hier auf die Ehrenhalle. Mal schauen, haben wir hier schon, na gut, gildentechnisch können wir jetzt hier noch nichts großartig rauskristallisieren, weil die ganzen Top-Gilden jetzt noch in der Raid-Phase sind, das heißt, die kämpfen jetzt noch nicht um Ehre, sondern sind dabei Raids zu meistern, hier beim 20. Raids.
sind jetzt hier die Top-Gilde, würde ich mal jetzt sagen, hier gerade. Heroes Voice dominiert schon ein bisschen mehr. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal in die Gilde gucken, wo ich drin gewesen bin, Grüße gehen raus nochmal an die Fried Cox. Die haben jetzt hier momentan gerade 4 Raids, so, ne? Also auf kurz oder lang wird die Gilde dann halt auch eben ein bisschen weiter absteigen im Vergleich zu den Gilden, die momentan gerade die Raids durchlaufen, und das sind halt eben, die Gilden, die sich dann nachher am Ende rauskristallisieren. Das wird aber ein paar Tage, ein paar Wochen dauern, bis die halt eben dann damit durch sind, ne? Ja, kleiner Überblick zu EU6 und was hier so passiert, ne? Also interessanter als gedacht auf jeden Fall, und vielleicht schauen wir nochmal hier rein, wenn hier noch weitere Rekorde gebrochen werden. Ansonsten war es das soweit von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.